Hallo Fries, zij dankzij voor terugkomen van jou. Ik vrees me dat die best terugkomen. En ik zie zo dankbaar dat we kan op God zijn woord studeren, dat we kan op wossen in ons geestelijk leven. En zo, ik weet niet, wo die best van jou. Maar ik weet dat een deel mensen, die deze deel een maat feiten, dat niet een Verg krijgen over alles wat er ongeht. Aber wir als Christen, wir haben eine lebende Hoffnung, wo wir uns kann anfassen. Und so wir dürfen nicht fürchten. Wir können nur Gott gehen und wir können uns an Arm festhalten, wenn es heute weiß alles, was du am Kommen ist. Und Arm verfehlt nicht. Und heute ist gerade aus ersten Ding, was da in dieser Welt passieren. Alles. Gerade was da passiert, Gott ist gerade. Und so ich bete, dass du diese Dinge, die das an Gott festhalten. Und ich will uns auch sprechen, weil wir nicht alles glauben, was wir hier tun. Das sind bloß gruwelig viele Geschichten, die gehen rum. Und mir spürt sich so, Jodala an einen Horchen der in der Geschichten. Jodala fängt einer sich an zu fürchten. Wenn's, dann denkt einer so, das sitzt ja bei Aules sei ja dunkel. Und was wird dort nach alles geben? Und so ich will uns Mutter sprechen, als Christen, weil wir diese Zeit brauchen, zum jässlich wissen. Und zum beten für die, was du nicht Jesus kann. Sie werden Jesus kennenlernen und dass ihr Leben werden umgeändert. Ich habe viele Geschichten gehört von Menschen, die sich an Jesus gedreht in dieser Zeit. Wenn es einmal in der schweren Zeit, dann wollten Menschen dort fehlt was anderes, als bloß was das Leben hat, zu geben. Und dann drehen sie sich nur den Herrn Jesus Christus zum Erraten sein. So Gott hat große Wunder in dieser Zeit, aber wenn wir zu sehr in der Furcht leben, dann wollen wir all dort vorbeigehen. Wir wollen dort nicht sein, was Gott alles tut. Und ich glaube, wir wollen an dieser Himmel vielleicht niemals weiten, was Gott alles getan hat in dieser Zeit. Und er ist kraftvoll und er kann alles tun. So wenn wir uns an Arm halten diese Zeit. Und wenn wir dort glauben, dort kriegen dort was passiert, dort Gott ist gerade in seinen Wellen, was er verbringt, kriegen dort was er braucht. Und so Dankeschön für mein Ansehen. Wir reden letztes Mal von wo Jesus dort mit seinen Jüngern ein Aufscheidsmahl haben und wo dort passt mal wie euer. Und nun bringt Jesus da frische Meinungen an. Und so heiratet seine Jünger von, wo sein Körper wird gebraten worden verehrt und wo sein Blut wird worden ausgegoten verehrt für ihre Sünden. Und so wir dann auch Abendmahl holen. Diese Zeit nehmen wir das Abendmahl und wir dann auch das Köffel nehmen und das trinken und das Brot nehmen und eten, um zu denken, wo Jesus sein Körper ist gebraten für uns, wo sein Blut ist ausgegoten für mich und für dich. Und so dort, wo wir in Deutschland dann Stelle Freitag, Abendmahl holen, dort am besondersten entdecken, was Jesus getan hat für uns. Und dann auch andere Zeiten im Jahr, und da haben wir Abendmahl. Und das sei ja nötig, dass wir das ganze Jahr über einmal entdecken und dankbar für sein, was Jesus hat getan für uns. Und so, was könnte gut sein von diesem Tag? Auf Englisch nennen wir das Gute Freitag oder Heilige Freitag. Und so, was könnte gut sein von so einem Tag, wo du so ein Teil leiden wir, wo du so ein Teil Not wir und Doubt und wo du das Säuer dies da sagst. Und was du gut ist von diesem Tag, als wenn Jesus, der tut für mich und für dich, was wir für uns selbst nicht tun können, für Gott. Und so, in Römer 4, Vers 6 sagt es, dass uns wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns Gottlose zu der rechten Zeit. Menschen können sich selbst nicht halten. Deswegen kam Jesus und starb für die Gottlose. Und dort wir kriegt der rechte Zeit, was er kam. In anderen Vers auch, in das selbe Kapitel, da sagt es, über Gott weiß an seiner Leib daran, dass Christus für uns starb, als wir nach Sünder wären. Jesus starb nicht für uns, wenn wir uns all gut haben, können selbst halten und können wie nur bringen nur Gott. Nee, er starb für uns, wenn wir nach Sünder wären. Wir können uns selbst nicht halten. Wir können nicht tun, um uns dichter bringen wie Gott. Und dann in Vers 9 sagt es, dass wo viel mehr dann, nur dort wir durch sein Blut sind gerecht geworden, wo wir durch Arm von Gott seine Eier verschont wurden. Wir wurden durch Jesus sein Blut gerecht für Gott. Und nun sagt es, und dann, wo wir durch Arm von Gott seine Eier verschont blieben. Jesus nahm den Eier, was Gott hat übersehen, auf sich selbst. So er nahm den Eier, was mir in die traf, nahm er auf sich, auf den Kreuz. Und so, das ist wunderbar.
wenn wir da studieren, was kriegt Jesus alles auf sich genommen, wenn es heute am Kreuz hängt. Jesus ist durch eine Linie gegangen, wenn es heute am Weg wie am Kreuz. Und so auch am Kreuz hat er sich gelesen. Und so in Matthäus 26 und 27, da kann ich von lesen, von was Jesus durchging am Weg am Kreuz für mich und für dich. Und so wir weiten dort auch, dass er in große Weide wir in den Garten Gethsemane, wo er wir mit seinen Jüngern taub. Und er sagt zu seinen Jüngern, dass meine Seele ist traurig in einer Todesangst. Und dann 3-mal fragt Jesus Gott, sein Führer, und dann sagt er, wenn das möglich ist, dann lasst diese Leiden an mich vorbeigehen. Und so, Jesus fragt Gott 3-mal, wenn du ein anderer Weg ist, dann lasst das Leiden bei mir vorbeigehen. Aber dann sage ich, über nächstes Eckwahl, über das du was. Gott hat einen Plan eingesagt, die Menschen hat erraten. Und Jesus wie der Plan. Jesus wird uns erraten von unseren Sünden. Jesus wusste, was er im Kommen hat am Kreuz. Er wusste, was er wird leiden machen. Weil er wird machen leiden für mich und für dich, für unsere Sünden und für alle Menschen hat er Sünden. Die, was durch jemals begonnen werden, die Sünden, die, was durch dann passieren, auch von aller Zeit, was da nach ihm kommen wird. Er hat erst für alle Sünden gestorben. Petrus, der hat verliehen 3-mal, dass er Jesus kann, dass hat Jesus einmal vorhergesagt, dass er das wird tun. Und in Vers 67 und 68, in Matthäus 26, da sagt es das, dann spähen sie und das gesagt, und schlugen mit den Füßen. Andere heven ein und sehen, sei wo du Christus, wer hat die geschlagen? Da deuten das Steuer am Türläden und am Verkielen und am Bespatten, wenn sie durch ab dem Weg wie in dem Kreuz. Und so haben wir von einem hohen Priester zu den anderen, einmal ab dem Duel, und fahr ernst Stunden und die Frauen am Üt. Und in Matthäus 27, Vers 27 bis 31, dort habe ich von lesen, von wo diese Soldaten den Sport nebenan. Und dann, die flochten eine Stachelkrone und sahen am der am Kopf. Und dann, sie bauen ihre Knien, fahren nicht am Umbeten, aber am zu spotten. Sie deuten am Spotten, wenn es heu sieht, dass Gott ihn sehen wird. Und so, sie spähen ab am und nehmen den Stock und schlugen damit über seinen Kopf. Und so, dann lernen sie am Kreuz, zum gekreuzigt worden. In Versen 32 bis 56 in Matthäus 27 durch, kann wir von lesen, von den grausamen Tod, was Jesus hat gestorben für uns alle. Und sie deuten am Kreuz noch nehmen, und über seinen Kopf wie geschrieben, die Juden erkenne ich. Und so, das wir mit was er beschuldigt wird. Und so, wenn er am Kreuz hängt, dann wird am Tor auch bespart. In Lukas 23, Vers 33 bis 43, da redet wir von, wo den Menschen den Spotten über an. Maar ich wenn er am Kreuz wird. Aber Jesus seine Leute für die Menschen, die wir so groß zu sein, maar ich wenn er am Kreuz wird. Und er fragt Gott, dass heute Menschen wird vergeben werden, die wissen nicht, was sie deuten. Und Jesus hat raufgekommen von der Kreuz, gerade wenn er hat wollte. Und so er bleibt da, wenn er wisst, was du am kommen wird für mich und für dich. Und so, da deuten am bespatten, und sie sehen am, dass er hat andere gehalten, und wenn er Christus, Gott sein Utgewählter ist, dann lut am sich selbst halten. So, Jesus hat freiwillig sein Leben handlein für mich und für dich, so dass ich und du können reich gemerkt werden für Gott. Du wären 2 Verbrecher, die waren gekreuzigt mit Jesus taub. Und in diesen Versen, dort kann wir nicht von sein, dort ein Mensch sich kann reich merken für Gott. Und hier ist woran. Du wären 2 Verbrecher. Und so, der eine, der über Jesus spotten, und der andere, der setzt Jesus über an, für wer er ist. Und so, der eine hat seinen Glauben sagt nach Jesus und der andere nicht. Und hier kann wir sagen, dass wir als Menschen kann nicht bieten,
wie das Kreuz, wie dort, was Jesus hat getan für uns. Und so, der eine, was der Laster dort eben der sagt, dass wenn du Christus bist, dann halb die selbst und auch uns. Aber der andere Verbrecher, der beschwächt und sagt first, du nicht mul Gott, willst du bist unter derselben Verdammnis. Und wir kriegen mit Recht den Lohn, den wir verdient haben. Aber das Mann hat nicht euer Schächt getan. Und so, das Mann kann das sein, dass Jesus hat nicht alles getan und er hängt dort nicht, wenn sie nicht, wenn sie eine sind, aber was er hat alles getan. Und so, in Vers 42 sagt das Mann zu Jesus, Herr, denk an mich, wenn du in den Reich kommst. Wenn wir dort mal in der Jesus sagt nicht, probier ich mal von der Kreuz rauf zu kommen, dann darf ich mal was Gutes worten, dann darf ich mal probieren, den Leben recht zu merken. Und dann darf ich mal nur der rechte Kork fahren, oder der rechte Kleider anhaben, oder der rechte Dinge da nicht. Jesus sagt zu ihm, so ist das. Jesus sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit, du wirst von dir mit mir taub in Paradies sein. Hier kann wieder sein, dass ich und du kann nicht wieder Kreuz bieten, was Jesus getan hat. Er hat das alles vor dich gebracht. Und so, in Lukas 23, Vers 43, da sagt was ich gerade sehe, dass Jesus sagt zu ihm, von der wirst du mit mir taub in Paradies sein. Und so, das Mann, den wird versprochen, dass den Tag wird er mit Jesus taub sein, in Paradies. Wir können uns unsere Rettung nicht verdienen. Dort hat Jesus verschafft für uns. Aber der eine, der sagt am einen aus seinen Radner und der andere, der tut nicht. Und daran ist der Unterschied. Das ist so eine gute Nachricht für die von uns, die dabei sind. Von Proben und das spürt sich so, wie kommen nur nicht an. Und dass wir uns niemals gut genug merken, dass wir uns so fallen, dass wir reich tun für Gott. Jesus hat das getan für mich und für dich. Und kriegst das Mann, das Verbrecher dort ansagt, dass Jesus, wir sind wahr nur Gott. Kriegst du mal wieder ansehen, dass Jesus ist uns wahr nur Gott. Und so, das wisst uns, und wir sehen das auch in Johannes 19, Vers 30, dort wirklich vor dich wird, wenn Jesus sagt, nu ist alles vor dich gebracht. Und was meint Jesus, nu ist alles vor dich gebracht? Und so, ich kicke ein bisschen in der griechischen Sprache, was das können meinen, und das Wort ist Tadalista, in Deutschland von das Wort Taleo, und das meint zum einbringen, oder zum vor dich merken, oder zum Fall bringen. Und so, das meint mehr als, das ich habe das gemerkt, aber das meint so viel, dass ich gerade getan für was er geschickt wird. Und so, und du hast noch mehr hier. Und das, mit dem Wort kommt auch die Meinung, dass das meint, dass das redet von einem Ding, was als passiert, oder vor dich gemerkt, was wie von der und nach einmal die Auskunft kann sein. So, Jesus da dann, was für alle Menschheit, zu allen Zeit, was gilt. So, wenn Jesus da sagen, nu ist alles vor dich gebracht, he meint, nu ist das vor dich für dich, was du vorher wirst, was du nu sind und was du am Kommen sind. Das ist vor dich für alle Menschen. Jesus hat das alle getan. Jesus hat alles verbracht, was der frühere Amter geschickt hat. Und so, das meint, dass ich und du nicht darum so feiern, dass wir nochmal an alle Sorten Dinge tun, um uns reich merken für Gott. Jesus hat den Sinn betont für alle Menschen. Und so, er hat uns reich gemerkt für den Führer. Und wir darum nicht tun, wir darum nicht proben. Und so, wir wissen, dass der 3 Tage Luther stand Jesus ab von seinem Tod. Und das weiß, dass Jesus kriegt, was er sieht, wie er wird. Dass er Gott sehen wir in 3 Tage Luther, wo er von Tod abweichen. Und so, wir wissen, dass wenn Jesus seinen Körper nicht wieder abgestoßen, dann würde auch keine Hoffnung sein für mich und für dich, dass unser Körper wird dass wir würden vom Tod abstoßen ein Tag. In Matthäus 28, Vers 5 sagt, dass über der Engel seht die Früh. So die Früh werden nur das Grab gegangen. Sie wollen kicken, nur wo Jesus wie handgeleicht geworden. Und dann sagt der Engel, das fürchte nicht. Ich weiß,
dort den Jesus sehen, da du gekriegt wird, hei ist nicht hier, hei ist abgestoßen. So was hei seht, kommt checkt, wo hei gelegen hat. Und so der Engel sieht, Jesus ist hier nicht, hei ist abgestoßen. Und so sind auch dort, wie dort führen, die Abstundung von Jesus. Und so, Paulus sagt in 1. Korinther 15, Versen 14 bis 21 ist das. Und wenn Christus nicht von dort abgestoßen ist, dann ist uns predigen vergebens, und jün Glauben ist auch vergebens. Mehr als dort, dann haben wir ein falsches Zeichnis von Gott gegeben, weil wir sehen, dass Gott Christus vom Tod abgewagt hat, dann er über nicht abgewagt hat, wenn der Tod einfach nicht abstund. Wenn der Tod nicht abstund, ist Christus auch nicht abgestund. Und wenn Christus nicht vom Tod abgestund ist jün Glauben vergebens. Und die sind danach in jüne Sünden. Dann sind auch die verloren, die in Christus angeschlossen sind. Wenn das bloß für das Leben ist, das wir ab Christus hupen, dann ist man alle Menschen keiner so sehr zu bejammern als wir. Aber Christus ist bestimmt vom Tod abgestanden. Als erster von all die angeschlossen sind, weil der Tod durch einen Mensch gekommen ist, muss das auch durch einen Mensch kommen, dort der Todes wahre Abstand. So, und du haben die Hoffnung, dass wir auch wahre werden, unsere Körper werden auch wahre Abstand. So ist Jesus ist vom Tod abgewagt. Und uns in unser jetziges Leben, da wir niemals sterben. Paulus sagt hier, dass Jesus nicht wir vom Tod wenn Jesus nicht vom Tod abgestanden wird, dann wir predigen für Jesus und glauben wir auch für Jesus. Und kriegst du erst mit die und mir, wenn Jesus nicht wie vom Tod abgestanden, dann wir alles vergebens. Und so, alles wird nicht mein, wenn Jesus nicht wie abgestanden. Jesus ist der Antwort zu alles. Jesus ist der Ursache, woran ich und du kann reich gemerkt werden für Gott. Und dass wir kann für Gott leben. Von der Zeit, wo wir Jesus annehmen als Herr Jesus. Und so, wie kann vergeben kann für diesen. Jesus hat das ganz vorher gemerkt. Und wir können nicht tun und wir können auch nicht tun, darauf, dass wir reich werden für Gott und uns selbst. Und so, wie für die von uns, wird der Meid sein von Proben und wir fallen uns so verloren in unseren Sinn. Für uns ist das so eine gute Nachricht, dass wir dürfen nicht streben und wir dürfen nicht proben. Wenn Jesus hat, der aufgemerkt für mich und für die, dass wir kann vergeben kann für unsere Sünden und dass wir kann die Freiheit haben, wozu er für uns gestorben ist. Jesus hat das vorher gemerkt. Und so, Jesus kam nur diese Erde, er starb für uns, er stund ab vom Tod und nu ist er bei den Führer und der rechte Hand und der durfte für uns beten. Und so, Jesus bet 3 Mal, wenn du an Wach ist, dass ich nicht durch das Leben gehen darf, Herr, lass das Leben von mir, bei mir vorbeigehen. Und so wird er zu sehen Gott und zu sehen Führer. Und so, wir wollten dort, wenn du wie ein anderer Wach warst, wird Gott uns können reich merken, mit sich selbst, er wird dort leider getan haben, aus seinen ihnen sehen. Und ich dachte an, wenn ich das merken, dass wenn wir dann, wenn wir die Einstellung haben, dass wir können uns reich merken für Gott, ich dann selbst, ich die Worte, was wir tun, das ist es, wenn wir sagen, das ist von Gott, dass du Jesus geschickt hast, aber ich weiß dort noch, das ist noch ein anderer Weg. Ich komme mich noch reich merken für die, und dort ist, als Krax aus dem Gespatter, wenn es, glaube ich nicht, wenn du wie ein anderer Weg warst, was Gott das heute könnte und er wird das getan haben, und sie sehen Schatten für mich und für die. Da wird kein anderer Weg. Und so, du wirst es so nötig, dass wir uns glauben sagen in den Herrn Jesus Christus und was er hat getan für uns. Und so, du hast Vergebung in Jesus. Und so, Matthäus 14, Vers 6, da sagt es das, ich sehe die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben, und keiner kann den Führer durch mich. Jesus ist der Wahrheit nur den Führer. Er hat das ganz vorher gemerkt, und wir können das nicht tun. Gerade in was wir hier proben zu tun auf dieser Welt, das meint nicht. Wenn wir denken und uns reich merken für Gott. Jesus hat das vorher gemerkt. Wer wird dort vertalen? Wer wird dort vertalen, wo Jesus hat dort vorher gemerkt für uns, dass wir reich werden für Gott. Und wenn wir annehmen aus Heiland, und wir gehen in sein Arm, dass wir sind Sünder, und wir wollen uns glauben und dort sagen, was er getan hat am Kreuz,
dann ja wir uns den Heiligen Geist und dann ja wir in am Leben. Durch die Kraft, was wir dann in uns haben. In uns Leben wird für immer am anderen. Und hat so viele Geschichten von Menschen, die da haben, Jesus euer Name. Und am euer Name aus Helland in Vertrauen gesagt, was er tun hat am Kreuz, und haben die Vergebung von Sinn. Und sie haben die Freiheit, die kommt in Christus. Und wo ihr Leben ganz geändert wird. Das meint nicht, dass sie kurz vollkommen sind und dass sie nicht erreicht tun, aber Jesus, der ihr Leben am anderen. Und so, wenn wir das mitteilen mit anderen Menschen, und wenn wir uns an dort halten, was Jesus hat getan für mich und für dich, dort ist vor dich. Jesus hat das alle vor dich gemerkt. Und dann stimmt er ab vom Tod, so dass ich und du auch kann abstehen vom Tod, unser Körper an jeden Tag. So Gott ist sehen, das nächste Mal, wenn wir bleiben in Gott sein Wort, wenn wir für uns, und wenn wir auch für uns am Tag beten, dass Gott uns die Kraft geben in dieser Zeit, dass wir uns würden halten und arm, und dass wir nicht würden in die Furchen fallen, wo da so viele Menschen um uns leben. Gott will haben mehr für uns. Und Gott will haben, dass wir sollen in Arm feststehen. Gott ist sehr das nächste Mal, und dann werden wir wieder bleiben in Gott sein Wort. Dankeschön.